Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute machen wir leckere, gesunde, ketogene und vegane Schokoladen-Haselnuss-Creme-Cup-Cookies. Die sind kinderleicht herzustellen und jeder kann sie nachmachen. Und wie man diese köstliche Süßigkeit herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuallererst benötigen wir dazu unser selbstgemachtes Nutella. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und als weitere Zutat benötigen wir mein selbstgemachtes Haselnussmus. Mein Video dazu werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Zu diesem Haselnussmus geben wir etwas Xylit, um das Haselnussmus ein wenig zu süßen, und dazu geben wir auch selbst gemahlenen Zimt. Das waren auch schon alle Zutaten, mehr benötigen wir für diese köstlichen Cup-Cookies nicht. Das Video zum selbstgemachten Nutella müsst ihr euch einfach nochmal anschauen, das hatte ich euch oben schon verlinkt. Von diesem Nutella geben wir einfach 1 bis 2 Esslöffel in diese Papiermuffinformen. Je nachdem, wie dick man diese Cup-Cookies hinterher haben möchte, könnte man auch die doppelte Menge von dem Nutella in diese Muffinformen geben. Jetzt kommen die einfach in den Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden, bis sie etwas ausgehärtet sind. Das ist wichtig, damit wir jetzt die Haselnusscreme darauf geben können, ohne dass sich diese mit dem Nutella vermischt. Also wir sehen, das Nutella ist jetzt zumindest hart genug, um die Haselnusscreme darauf zu geben. Davon geben wir dann 1 bis 2 Esslöffel auf diese teilgehärtete Schokocreme. Man könnte auch etwas mehr davon drauf geben, je nachdem wie dick man hinterher die Cup-Cookies haben möchte. Und sobald wir das getan haben, kommt auch diese Ladung wieder in den Kühlschrank, noch besser einfach in den Gefrierschrank, dann geht das Ganze etwas schneller. Deshalb habe ich die jetzt in den Gefrierschrank gegeben, für maximal eine halbe Stunde. Und sobald diese halbe Stunde um ist, holen wir sie aus dem Gefrierschrank wieder heraus und dann geht das gleiche Spiel nochmal von vorne los, indem wir diesmal wieder Nutella oben drauf geben. Wir sehen auch, die Haselnusscreme ist jetzt hart genug, sodass wir darauf wieder das flüssige Nutella geben können. Man könnte natürlich variieren und da Nüsse reingeben und auch obendrauf hinterher Nüsse geben, je nachdem, wie man das gerne hat. Lecker wäre es bestimmt, wenn man von Anfang an eine ganze Nuss in jede Muffinform gibt und darüber dann Nutella, Haselnusscreme und wieder Nutella. Aber ebenso lecker würde es aussehen und schmecken, wenn man obendrauf eine Nuss geben würde, wie ich das jetzt hier bei einigen der Cupcakes getan habe und bei anderen nicht. Einfach zu schauen, was besser schmeckt, was besser aussieht. Man könnte sicher auch andere Zutaten verwenden, wie zum Beispiel Kokosraspeln. Die Muffinform kommt dann ein letztes Mal in den Kühlschrank, bis die Cupcakes komplett ausgehärtet sind. Und damit ist dieses leckere Gebäck auch schon fertig und man kann dieses köstliche Schokoladengebäck richtig einfach aus diesen Muffinformen entnehmen. Und schon haben wir wieder eine leckere, gesunde Süßigkeit hergestellt, die auf der Zunge zergeht. MashaAllah. Im Video zum Nutella werdet ihr sehen, aus welchen gesunden Zutaten dieses besteht. Und zwar unter anderem aus naturbelassenen Cashewkernen, die zu einem Cashew-Mousse verarbeitet wurden, aus meiner selbstgemachten gesunden Haselnusscreme, bio-nativem Kokosöl, Stevia-Schokodrops und Bio-Kakaobutter unter anderem. Und zum Süßen benutzen wir natürlich wie immer Xylitol, also Xylit. Da es sich bei Xylit um einen natürlich vorkommenden Stoff handelt, der auch im Körper zum Teil selbst gebildet wird, kann unser Körper normalerweise Xylitol erkennen, in unseren Stoffwechsel aufnehmen und verwerten. Wichtig ist, dass man Xylit aus Birkenholz bestellt, also den reinen Birkenzucker und nicht etwa Xylit, welches künstlich aus gentechnisch veränderten Bakterien gebildet wird. Deshalb immer bei der Bestellung schauen, dass Birkenzucker auf der Packung steht. Xylit beeinflusst den Blutzuckerspiegel kaum, genauso wenig wie Haselnüsse, Cashewkerne, Kakaobutter, bio-natives Kokosöl und die Stevia-Schokodrops. Deshalb haben wir hier wieder eine ketogene Süßigkeit erstellt, die den Blutzuckerspiegel wenig beeinflusst, die dazu noch super lecker schmeckt und ebenso gesund ist. Denn Cashewkerne sind zum Beispiel äußerst vitalstoffreiche und wohlschmeckende Kerne. Mit fast 20% Eiweiß zählen sie überdies zu einer sehr hochwertigen pflanzlichen Proteinquelle. Cashewkerne und ebenso die Haselnusskerne sind wie alle Kerne und Nüsse sehr nährstoffreich. Cashewkerne zählen mit fast 290 Milligramm L-Tryptophan pro 100 Gramm zu den besten L-Tryptophan-Lieferanten überhaupt. L-Tryptophan hebt die Stimmung,
wirkt beruhigend und gewichtsreduzierend. Sie sind auch deshalb so gesund, da sie reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. So enthalten sie unter anderem interessante Mengen B-Vitamine, die als nervenstärkend gelten, und ebenso interessante Mengen an Magnesium, Phosphor, Kalium, Kupfer, Eisen und Zink. Sie enthalten ähnlich wie die Oliven sehr viele einfach ungesättigte Fettsäuren, weshalb sie den Cholesterinspiegel senken und das Herz schützen. Haselnüsse versorgen sehr gut mit Magnesium und Vitamin E. Und gerade diese beiden Vitalstoffe gehören zu jenen, die häufig in viel zu geringen Mengen verzehrt werden, sodass vor allem bei älteren Menschen entsprechende Mangelerscheinungen beobachtet werden können. Denn zu den schwerwiegenden Folgen dieser Mängel zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Alzheimer und weitere chronische Beschwerden, die oft als altersbedingt gelten, in Wirklichkeit aber auch von Vitalstoffmängeln mitverursacht sein können. Eine weitere positive Folge des regelmäßigen Haselnussverzehrs sind ein sinkender Blutzuckerspiegel sowie abnehmende LDL-Cholesterinwerte. Haselnüsse sind auch eine sehr gute Quelle für Kupfer, Mangan und Vitamin B6 sowie für gesunde Fette, da sie insbesondere einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, auch hier wieder ähnlich wie das Olivenöl. Subhanallah. Und schon eine kleine Menge reiner Kakao pro Tag genügt übrigens, wer seinen Augen etwas Gutes tun möchte. Denn die enthaltenen Pflanzenstoffe verbessern die Sehschärfe, wie eine Studie ergab. Kakao bringt auch das Gehirn in Schwung, denn es stellt eine besonders gute Quelle für Flavonoide mit antioxidativen, gefäßschützenden, durchblutungsfördernden und entzündungshemmenden Eigenschaften dar. Und Kakao enthält auch Theobromin, welches blutdrucksenkend wirkt. Ja, wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden und Bekannten teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.